Guten Morgen, es ist Mittwoch. Ich bin jetzt noch ein mini bisschen im Homeoffice. Ich bin kurz davor loszudüsen. Ich befinde mich jetzt aber kurz vor meinem Frühstück und ich bin irgendwie wieder total happy oder jetzt gerade total happy, weil ich es endlich mal wieder schaffe, normal mein Frühstücksvideo aufzunehmen. Gefühlt habe ich das schon Ewigkeiten nicht mehr so gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte oder weil es schnell gehen musste oder ich mir die Zeit nicht genommen habe. Heute habe ich sie mir auf jeden Fall genommen. Ich habe heute super gut geschlafen. Ich hätte noch 3 oder 4 Stunden länger schlafen können, gefühlt, aber es hat dicke ausgereicht heute. Ich weiß nicht wie viel, aber es hat dicke ausgereicht. Ich habe schon einen Kaffee mit, ich glaube, 7 Gramm Kokosöl hinter mir. Also hier so einen ganz normalen Kaffee. Und ich werde mir auch gleich einen Kaffee to go mitnehmen, aber dann meinen Standardkaffee. Dann habe ich eben 7 Gramm Kokosöl mehr als sonst. Das verkrafte ich, aber ich will einfach auf dem Weg zur Arbeit meinen Standardkaffee mit meiner Entspannungs- oder mit meiner gute Laune Musik hören und einfach mein Ritual zelebrieren. Heute brauche ich das für mich so und jetzt werde ich frühstücken. Ich freue mich natürlich mal wieder richtig auf mein Frühstück. Für mich gibt es das hier. Ich habe mir hier einen sehr leckeren Teller gemacht, eine leckere Platte. Also hier vorne sind einmal Maiswaffeln. Das sind, glaube ich, 36 Gramm oder über 50 Gramm. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall sind es ordentlich Maiswaffeln, die ich gleich genießen werde. Dann habe ich hier neben einen Apfel. Ich glaube, der hat so 137 Gramm gewogen. Ich habe mir einfach nur einen Apfel genommen. Dann habe ich 3 Mandarinen. Ich freue mich total, die zu essen, weil ich liebe Mandarinen. Und ich freue mich drauf, dass jetzt wieder Mandarinenzeit ist und dass ich sie überhaupt esse, weil die ja zur Kategorie Obst gehören. Und Obst habe ich früher nicht gegessen, weil da Zucker drin ist. Dass ich das für mich jetzt wieder so normalisiert habe, darüber bin ich sehr glücklich. Dann habe ich hier vorne, ist Ziegenkäserolle. Davon habe ich mir 2 Stücke abgeschnitten. Das sind 37 Gramm. Und dann habe ich hier in der Mitte, da habe ich 2 Scheiben Cheddar und ich glaube, das ist ein vegetarischer Teller. Ich bin total happy darüber, dass ich das mal wieder hinbekommen habe. Und hier am Rand, da seht ihr noch Butter. Eigentlich 15 Gramm, es sind 18 Gramm geworden und die werde ich wirklich genießen. Ich werde jetzt hier mein Frühstück essen und dann sehen wir uns gleich. Es gibt Abendessen und es gibt wieder Froster. Ich freue mich tierisch drauf und zwar gibt es heute mal was anderes. Ich hatte irgendwie Bock auf genau das. Ich habe das noch nie probiert. Also das gibt es auch mit grünen Nudeln, also so Bandnudeln. Ich war kurz davor, das zu nehmen, aber das war mir beim letzten Mal ein bisschen zu klein. Beziehungsweise die Nudeln sind halt dann oft weit von al dente entfernt. Deswegen bin ich da immer so hin und her, soll ich jetzt die Nudeln nehmen oder nicht? Die Nudeln schmecken aber auch gut. Ich probiere aber jetzt heute die Reisvariante, die sieht hier so aus. Das hier ist jetzt noch die TK-Variante. Da sieht man auch schon hier ganz gut den Lachs. Also das ist Wildlachs. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Für mich gibt es heute hier 300 Gramm Brokkoli mit dazu. Ich mache mir jetzt keine zusätzlichen Gewürze groß mit rein, damit ich einfach ein bisschen mehr jetzt das Original schmecke. Ich werde mir aber auf jeden Fall ordentlich Pfeffer drauf tun, weil ich Pfeffer nun mal liebe. Und ja, das ist dann mein Gewürzkompromiss. Ich werde es jetzt zubereiten und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. So sieht das Endergebnis aus. Ich freue mich drauf, das jetzt gleich zu essen. Ich habe schon jede Menge Pfeffer oben drauf. Dann sieht man hier auch so ein bisschen den Lachs. Ich habe noch nicht mal Salz bis jetzt dran gemacht. Das werde ich gleich dran machen. Ich habe mir hier von dem Olivenöl 8 Gramm drauf getan und ansonsten habe ich roten Kampotpfeffer dran. Das war's. Ich freue mich jetzt, das zu essen. Ich habe auch hier eben schon meinen Kochlöffel abgelutscht und es schmeckt lecker. Hier ist sie wieder, Future Letty. Ich weiß nicht, ob ich sie liebe oder nicht. Es bedeutet auf jeden Fall, dass ich meine Sachen nicht richtig organisiert habe. Aber gut, mein Abendessen war super lecker. Das kann ich nur empfehlen. Also und vor allen Dingen finde ich es auch mal cool, dass es das Ganze auch mit Fisch gibt. Das wird jetzt definitiv öfter auf meinem Tisch landen. Ich habe meinen Sport durchgezogen. Darüber bin ich sehr dankbar. Jetzt habe ich quasi 2 Trainings in dieser Woche erreicht. Jetzt stehen noch 3 an, um die 5 Mal voll zu bekommen. Und es ist mir total wichtig, dass ich da jetzt reinkomme, weil ich die letzte Woche gar nicht reingekommen bin. Ich merke einfach, wenn ich den Sport mache, dass es das Richtige für mich ist. Und ich will wirklich, wirklich sportlich aktiv werden. Also ich will mich viel bewegen, auch in meiner Alltagsbewegung. Wir wohnen im 4. Stock. Ich gehe jetzt auch immer die Treppe zu Fuß hoch und ich nehme nicht den Aufzug. Ich versuche auch meine Alltagsbewegung jetzt ein bisschen aktiv hochzufahren, weil ich möchte beweglich sein und ich möchte immer beweglicher werden. Ich war jetzt die letzten Jahre so starr. Also zum Beispiel, ich mache jetzt auch bewusst die Dehnübungen intensiver und so. Ich möchte einfach flexibel werden. Also ich bin zum Glück nicht total
total starr und steif. Aber mit dem Sport merke ich jetzt auch, dass meine Beweglichkeit zurückkommt. Und das genieße ich total. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich diese 5-mal in der Woche voll bekomme. Dass ich das regulär so hinbekomme. Weil momentan mache ich ja überhaupt kein Ausdauertraining. Ich bin jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr mit meinem Fahrrad gefahren. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt auch über den Winter nicht. Weil das, ich weiß nicht, das ist dann immer so ein Frühjahrsding. Man fängt wieder an, Fahrrad zu fahren. Und deswegen habe ich diese 5-mal quasi gewählt, damit ich einfach meine regelmäßige Bewegung habe und um zu testen, ob ich damit gut zurechtkomme. Und mich auch nicht überfordere. Wenn ich mich überfordere, fahre ich wieder zurück. Aber jetzt brauche ich noch 3 Trainings, um 5-mal die Woche Sport gemacht zu haben. Ich war nach dem Sport duschen. Ich habe kalt geduscht. 4 Minuten 45, ich habe es durchgezogen. Ich bin wirklich dankbar. Es tut mir so gut. Also hinterher dieser frische Kick. Ich mag es ja gar nicht mehr, wenn ich quasi nicht kalt dusche. Also wenn ich nicht kalt dusche und ich komme aus der Dusche raus, ist mir das viel zu warm. Es ist mir einfach viel zu warm mit meinem Körper. Ich genieße richtig hinterher mit dem Kaltduschen den frische Kick. Ich kann das nur empfehlen. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Und es ist auch so eine geistige Klarheit nach dem Duschen. Ich weiß nicht. Es wirkt sich wirklich krass auf meinem Körper aus. Und ich hoffe, dass ich das bald regelmäßig mache. Also, dass ich da mindestens auf 5 bis 6 Mal die Woche komme. Keine Ahnung. Nur, ich bin nicht der Typ, also ich mache dann eher so Wechselduschen. Ich wäre jetzt nicht der Typ, der einfach zum Kaltduschen unter die Dusche geht. Ich muss mich dann vorher auf jeden Fall noch warm duschen. Deswegen mal gucken. Ich habe meine Schritte voll. Ich habe es durchgezogen. Ja, also ist jetzt mein 4. Tag in Folge. Ich habe letzte Woche mein Schritteziel verpasst, also am Wochenende, weil ich es einfach vergessen habe. Es hat mich kurzfristig ein bisschen genervt, aber dann war einfach wieder gut, weil ich bin ja jetzt cooler, was das angeht. Früher wäre ich das wäre ein Weltuntergang für mich gewesen. Vor allen Dingen emotional. Also ich wäre richtig sauer auf mich gewesen. Ich wäre entsetzt von mir gewesen, dass ich versagt hätte und hätte mich so richtig in meiner Spirale da so in meinem Kopf fertig gemacht. Und jetzt ist es für mich schon ein Genuss, dass ich dann sage, gut, nervt, aber dann gehst du halt morgen wieder deine Schritte voll. Und ich bin diesmal wirklich direkt wieder meine Schritte angegangen. Also ich habe nicht so ein paar Tage dazwischen mir Zeit gelassen. Das ist auch für mich gut, weil manchmal denke ich, ja, jetzt ist eh egal. So ein bisschen habe ich dann noch so diese Einstellung. Aber jetzt habe ich dann einfach, weil es mir gut tut, meine Schritte zu gehen, bin ich einfach wieder meine Schritte gegangen. Mein Schritteziel liegt bei 6.000. Letztes Jahr habe ich mit 3.000 angefangen. Eigentlich braucht man ja nicht die 10.000 Schritte am Tag, sondern 4.000 reichen auch. Theoretisch, keine Ahnung. Also 4.000 sind ja irgendwie die neuen 10.000, sage ich jetzt mal so. Deswegen habe ich mein Schritteziel erstmal auf 3.000 gesetzt, dann auf 4.000 und das war für mich so in Ordnung. Weil bei mir ist das Problem, wenn ich mir meine 10.000 Schritte als Schritteziel setze, gehe ich irgendwann immer hoch. Und ich bin so ein Highscore-Jäger. Ich setze meine zu erreichenden Ziele immer höher und will dann dahin und breche dann darüber zusammen, weil ich mich total überfordert habe. Deswegen bleibt mein Ziel auch auf 6.000 Schritte. Ich kann mehr gehen, aber ich muss nicht mehr gehen. Und ich musste jetzt in der Wohnung noch ca. 1.200 Schritte gehen. Ich war aber so gut im Lauf, deswegen habe ich jetzt ein paar mehr Schritte gemacht. Es ist auch für mich immer so krass, wenn man einfach nur hin und her geht, die Gedanken werden so klar. Also für mich, mir hilft das dann noch beim Denken. Es ist dann, ich war so in meinen Gedanken drin, deswegen habe ich auch mehr Schritte. Und es hat mir wirklich gut getan, heute einfach in der Wohnung so ein bisschen hin und her zu gehen und meinen Kopf klar zu bekommen. Ja, Schritteziel erreicht. Check. Momentan habe ich das Gefühl, ich komme wieder zu mir selber. Ich sehe mich selber ganz anders. Ich sehe auch meinen Körper ganz anders im Spiegel. Ich nehme mich sowas von an. Also das tut mir richtig gut. Und ich hinterfrage auch so manche Ziele, die ich habe. Also optische Ziele, äußerliche Ziele, sage ich jetzt mal so oberflächliche Ziele. Bei mir wandelt sich gerade so ganz viel die Bedeutung in Bezug auf mich selber, was ich von mir erwarte. Und irgendwie ist es so ein bisschen zugewandter. Ich bin einfach zugewandter zu mir und ich bin nicht mehr so streng und das genieße ich jetzt gerade, dass ich das so loslasse. Aber auf der anderen Seite komme ich auch gerade wieder gut ins Tracken rein. Das genieße ich auch, weil jetzt kommt die Weihnachtszeit oder jetzt ist die Weihnachtszeit und ich werde definitiv Raclette essen, Käsefondue, auf den Weihnachtsmarkt gehen, Reibekuchen essen und so weiter und so fort. Und das mit dem Tracken in meinem sonstigen Alltag, das hilft mir dabei, dass ich das alles ohne schlechtes Gewissen machen kann. Und deswegen auch so viel Froster. Aber deswegen achte ich da jetzt ein bisschen stärker drauf und es tut mir gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.